Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und den digitalen Signaturen von Gennaro, Halevi und Rabin. Heute geht es um den Sicherheitsbeweis und zwar um den EUF NACMA Sicherheitsbeweis hiervon. Wenn ich gerade für euch nur Spanisch geredet habe oder gar Chinesisch, dann schaut euch vielleicht meine älteren Videos an, die vorher in der Reihe sind. Da wird dann alles Nötige erklärt. Gut. Was ist das hier und warum ist es sicher vor allem? Das ist das, was uns am ehesten interessiert und dazu bauen wir uns mal wieder unseren Challenger C, unseren Mittelsmann B und unseren Angreifer A. A kommt hierher. So. Und ja, jetzt machen wir wieder mal ein Sicherheitsspiel. Hier spielen wir das Strong RSA Spiel. Vorsicht, nur das Strong RSA Spiel und nicht das normale. Das habe ich auch letztes Mal erklärt, was da der Unterschied ist. Und hier zwischen spielen wir das GHR Spiel. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also, wir bekommen also von unserem Challenger hier eine Instanz des Strong RSA Spiels. Das bedeutet, wir bekommen N und Y geliefert und sollen ihm ein X und ein E zurückgeben, sodass X hoch E gleich Y ist modulo N. Also modulo N rechnen wir einfach die ganze Zeit. Okay, als B rechnen wir jetzt hier folgendes, beziehungsweise halt stopp, als B rechnen wir noch gar nichts. Wir bekommen erstmal, da wir NACMA machen, hier von unserem Angreifer A M1 bis MQ. Ich würde sagen, wir nennen die einfach mal wieder MI. Ihr wisst, glaube ich, dass I mittlerweile zwischen 1 und Q liegt, jeweils einschließlich. Und jetzt können wir hier anfangen, Sachen zu berechnen. Das ist auch der komische Grund, warum wir hier tatsächlich die Nachrichten MI vorher brauchen. Wir cheaten nämlich mal wieder ein bisschen und sagen, wir ziehen uns unser S nicht zufällig, sondern das S wird definiert als Y hoch M1. Ich muss jetzt hier leider mit Bodenstrichen arbeiten, weil ich nicht mehr habe. Halt, stopp, die Hashwerte natürlich davon. Hashwert von M1 mal Hashwert von M2 mal und so weiter und so fort bis hin zu mal Hashwert von MQ. Also eine riesen Formel hier, aber eigentlich alles kein Problem. Können wir alles effizient berechnen. Ist ja nur eine Potenz, ne? Das Ganze logischerweise auch noch, hier Vorsicht, am Ende modulo N rechnen darf man eigentlich nicht vergessen. Ich schreibe es oftmals nicht hin, weil es irgendwie selbstverständlich mittlerweile für mich ist. Dann definieren wir unseren Public Key, PK, als den Modulus N und dieses S, was wir gerade berechnet haben, schicken den Public Key an unseren Angreifer A zurück und der ist glücklich. Der bekommt erstmal den Public Key und jetzt will er natürlich noch ein paar Signaturen haben. So, wie machen wir das mit den Signaturen? Ich schiebe das mal hier gerade so ein bisschen rüber. Dann kann ich hier nämlich weiter tippen. Okay. Wie machen wir das mit den Signaturen? Sigma, sagen wir mal Sigma I dazu eigentlich. Das ist die IT-Signatur für die Nachricht I eben genau. Die wird jetzt einfach definiert als Y hoch dem Hashwert H von M1 mal und so weiter und so fort. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Trick zwischen rein. Hashwert von MI-1, also die Nachricht vor I quasi, da wird der Hashwert noch rein multipliziert. Der IT-Hashwert von der Nachricht MI, der kommt jetzt da nicht rein. Der wird übersprungen. Das heißt, der nächste Hashwert nach I-1 ist der Hashwert I plus 1. Und dann geht es weiter ganz normal. Alle Hashwerte wieder rein multiplizieren bis hin zum Hashwert H von MQ. Hier natürlich sei gesagt, dass I auch 1 und Q sein kann. Das ist jetzt einfach nur die Darstellung. Wenn man das so darstellt, dann bedeutet es normalerweise, dass alle Hashwerte aufmultipliziert werden, außer dem Hashwert I, wobei I zwischen 1 und Q liegen kann, jeweils einschließlich. Okay. Warum ist das Ding jetzt gültig? Naja, wir haben hier offensichtlich Y hoch alle Hashwerte außer dem Iten-Hashwert. Und wenn wir Y hoch alle Hashwerte außer dem Iten-Hashwert haben und bei Verify hier den Hashwert der Nachricht I noch drauf potenzieren, dann ist es dasselbe, wie wenn wir hier tatsächlich alle Hashwerte drauf potenziert hätten und dann bekommen wir offensichtlich wieder S raus, weil das ja hier einfach aus allen Hashwerten oben drin besteht. Das heißt, im Prinzip haben wir diese Gleichung genau so aufgesetzt, dass wenn wir hier hoch H von MI machen, dass dann auch tatsächlich S rauskommt. Also wir haben quasi S
und die Signatur so aufgesetzt, dass nachher die Verify-Gleichung gestimmt hat und nicht irgendwie anders, so wie man es eigentlich machen sollte. Aber das dürfen wir ja, ist ja ein Sicherheitsbeweis, ne? Okay. Wenn der Trick gerade für euch zu schnell war, dann schreibt euch das wirklich mal auf ein Blatt Papier, macht ein Beispiel mit ein paar Nachrichten oder schaut euch einfach gerade nochmal an, was ich gesagt habe. Das ist eigentlich das große Ding hier bei diesem Sicherheitsbeweis, dass man weiß, wie man diese Dinger aufsetzt. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir geben Sigma I zurück. Muss ja auch noch irgendwann sein. Dann bekommt A eben die Signatur für die ITE-Nachricht MI. Okay, jetzt liefert uns A wieder was zurück, und zwar der knackt das ganze Ding jetzt. Wir haben ja angenommen über Widerspruch und so weiter, dass er existiert, dass A existiert, und deswegen können wir ihn ja auch benutzen. Der liefert uns jetzt M-Stern und Sigma-Stern zurück, so dass der Hashwert von M-Stern ungleich ist wie der Hashwert von irgendeiner Nachricht MJ. Also der ist noch nie vorgekommen, dieser Hashwert. Falls dieser Hashwert schon mal vorgekommen ist, ist es ziemlich einfach, weil die Nachricht, die darf ja nicht schon mal vorgekommen sein. Das heißt, der Angreifer hat offensichtlich hier die Kollisionsresistenz von unserer Hash-Funktion gebrochen, und deswegen nehmen wir einfach an, das hat er eh nicht gemacht. Wenn ihr noch den Sicherheitsbeweis komplett machen wollt, dann müsstet ihr den Fall eigentlich auch noch mit betrachten, aber wie gesagt, das ist dann einfach eine Reduktion auf die auf die Kollisionsresistenz der Hash-Funktion. Das ist keine große Sache. Genau, also wir nehmen jetzt einfach an, dass der Hashwert noch nie vorgekommen ist. Falls er vorgekommen ist, hat er die Kollisionsresistenz gebrochen. Okay, und außerdem gilt, dass Sigma-Stern, ich schreibe das mal wieder in Klammern hier, damit wir das richtig sehen können, hoch H von M-Stern gleich S ist, modulo N, wie immer halt. Also, das ist gleich hier. Außerdem, und jetzt wird es interessant, weil jetzt haben wir nämlich hier diese Voraussetzung, dass H auf Primzahlen, dürfte ich jetzt bitte nach oben scrollen? Hallo? H bildet ja nur auf Primzahlen ab. Und das brauchen wir jetzt hier, denn dadurch wird gleichzeitig auch sichergestellt, dass der Hashwert von M-Stern, genauer gesagt der größte gemeinsame Teiler von dem Hashwert von M-Stern und dem Hashwert von jeder anderen Nachricht MI, dass der größte gemeinsame Teiler hier 1 ist. Ich schiebe das gerade mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte, dann seht ihr das auch. Also das hier brauchen wir auch. So, das ist gegeben, weil, wie gesagt, diese Hashwerte hier alle Primzahlen sind. Und jetzt dürft ihr mal scharf nachdenken, was ihr bei mir schon in den Videos gelernt habt, was man jetzt benutzen kann. Jetzt kann man nämlich hier als glücklicher B Shamirs Trick anwenden. Shamirs Trick hatte ein paar Eigenschaften. Ich glaube, ich scroll mal kurz nach oben. So, da haben wir es. Shamirs Trick findet ein X, sodass x hoch e gleich j gilt, mit, wenn gegeben ist, dass j und s aus zn sind, e und f aus z, mit, Achtung, hier GGT von EF gleich 1 und j hoch f gleich s hoch e modulo n. J hoch f gleich s hoch e modulo n. Das brauchen wir jetzt noch. Warum ist denn das gegeben jetzt? Moment, das war nicht die richtige Seite. Das ist die richtige Seite. J hoch f gleich s hoch m. Oder hoch f oder sowas. Naja, wir definieren uns jetzt das ganz einfach mal noch und schreiben die Variablen so um. S ist Sigma Stern. J ist y. J ist y. F ist H von M1 mal, stopp hier, mal H von M2 und so weiter und so fort. Ich mache jetzt nur noch Punkte hin. Mal H von MQ. Alles aufmultipliziert, das ist F. Das wissen wir ja, dass S gleich Y, also Y hoch alle Hashwerte aufmultipliziert, also J hoch F offensichtlich. Das ist gleich klein s. Also schreibe ich gerade mal hin. Groß schreiben bitte. J hoch F gleich klein s gleich, und jetzt Achtung hier, Sigma Stern hoch H von M Stern ist auch klein s. Also haben wir hier als E, als klein e, haben wir H von M Stern stehen. Ups. So. Und das bedeutet, dass wir hier auch stehen haben,
klein s gleich s hoch e. Und den größten gemeinsamen Teiler haben wir hier auch gegeben. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich Shamirs Trick anwenden und bekommen Folgendes raus. Es findet uns ein x, findet x mit x hoch e. Achtung, e ist der Hashwert von h von m Stern, das heißt, ich trage den hier direkt mal ein, ist gleich j. Und j war gleich y, das heißt, ich trage den hier auch gleich ein. Und das bedeutet, wir können hier tatsächlich direkt über Shamirs Trick zurückgeben, was die Lösung von dem Strong RSA-Problem ist, nämlich x und h von m Stern. Wichtig hierbei ist, dass wir e selber wählen durften, denn den Hashwert von m Stern, den konnten wir nicht freilassen. Deswegen ist hier das normale RSA-Problem nicht möglich, weil, wie gesagt, sonst müsste e gleich dem Hashwert von m Stern sein und das schaffen wir gerade so einfach nicht. Aber x haben wir gefunden und wir haben auch ein e gefunden, sodass das eben gilt und das ist der Sicherheitsbeweis von GHR-Signaturen, denn jetzt haben wir das Strong RSA-Problem gelöst mit Hilfe von A, mit nur legitimen Sachen, absolut keine Wahrscheinlichkeiten oder sonst irgendwas drin und deswegen kann es so ein A hier nicht geben. Okay, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!